Hi, ich bin Patrick von den Coffee Tasters. Heute stellen wir euch einen der besten günstigen Kaffee-Vollautomaten vor, die DeLonghi Magnifica S. Was der Vollautomat alles kann und wie ihr ihn am besten einstellt, verraten wir euch jetzt im Video. Die Magnifica S gehört seit vielen Jahren zu den absoluten Bestsellern bei den Vollautomaten bis 300 Euro. Ihr könnt damit nicht nur Espresso und Kaffee auf Knopfdruck zubereiten, sondern auch Milch für Cappuccino oder Latte Macchiato aufschäumen. Wie das geht, zeigen wir euch natürlich gleich. Wir verlinken euch genau dieses Modell auch in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch einen Link zum Vollautomatentest auf unserer Website. Falls euch interessiert, wie dieses Modell hier im Vergleich zu anderen Vollautomaten im Test abschneidet. Ihr könnt auch einfach die Sprungmarken nutzen, wenn euch etwas Bestimmtes interessiert. Aber jetzt starten wir erstmal mit unserem Test. Und wenn euch das Video gefällt, unterstützt uns gern mit einem Like. Oben mittig auf dem Vollautomaten ist das Bohnenfach. Der abgedunkelte Deckel hier schützt die Bohnen vor Licht, damit das Aroma länger erhalten bleibt. Es passen bis zu 250 Gramm Bohnen in das Fach, die für rund 30 Getränke reichen. Dank der großen Öffnung lässt sich das Fach sehr leicht befüllen. Ihr könnt aber auch gemahlenes Kaffeepulver verwenden. Dafür nutzt ihr dieses kleine Fach hier. Mit frisch gemahlenen Bohnen schmeckt euer Kaffee aber natürlich deutlich besser. Direkt im Bohnenfach findet ihr den Regler für den Mahlgrad. Auf Stufe 7 werden die Bohnen etwas gröber und auf Stufe 1 dann ziemlich fein gemahlen. Es gibt noch jeweils eine Zwischenstufe, also könnt ihr das Mahlwerk insgesamt in 13 Schritten einstellen. Diese kleine Markierung hier zeigt euch an, welche Stufe gerade eingestellt ist. Wir empfehlen euch einen relativ feinen Mahlgrad, so Stufe 2 bis 3. Damit haben wir in unseren Tests die besten Ergebnisse erzielt. Ihr könnt den Mahlgrad während des Mahlvorgangs durch Drehen anpassen. Der Wassertank ist auf der rechten Seite und lässt sich einfach nach vorne herausziehen. Das ist gerade unter Hängeschränken ein großer Vorteil. Hier hinten seht ihr den Anschluss für einen Wasserfilter. Mit Filter müsst ihr deutlich seltener entkalken, aber der Vollautomat funktioniert natürlich auch ohne Filter. Sobald der Tank leer ist, erscheint dieser Hinweis im Display. Dann solltet ihr frisches, kaltes Wasser einfüllen, entweder direkt am Automaten oder unterm Wasserhahn. Es passen bis zu 1,8 Liter hinein, die für ungefähr 15 Getränke reichen. Auf der linken Seite findet ihr die Milchschaumdüse. Ihr könnt sie auch noch ein Stück nach außen drehen, dann passt selbst eine große Tasse oder ein Milchkännchen leicht darunter. Sehr gut gelöst ist die Reinigung der Milchdüse, denn ihr könnt das äußere Rohr und die kleinere Düse darunter einfach abziehen. Beides könnt ihr per Hand abspülen, leichter geht es wirklich nicht. Den Kaffeeauslass könnt ihr von 8 bis 14 cm in der Höhe verstellen. Damit sind auch große Latte Macchiato Gläser kein Problem. Die niedrigste Einstellung ist ideal für kleine Espresso-Tassen. Und dank der 2 Kaffeeauslässe könnt ihr auch 2 Espressi oder Kaffee gleichzeitig zubereiten. Es wirkt auch alles ziemlich robust, nichts wackelt oder klappert, wie man es bei so einem günstigen Modell vielleicht erwarten würde. Bei einem Preis unter 300 Euro wird natürlich überwiegend Kunststoff verwendet. Trotzdem macht das Gehäuse insgesamt einen soliden Eindruck. Wassertank und Auffangschalen schließen genau mit dem Gehäuse ab. Nur der Deckel des Bohnenfachs ist etwas wackelig. Insgesamt ist die Qualität für diesen günstigen Preis aber auf jeden Fall überzeugend. Jetzt kommen wir zur Getränkezubereitung. Dazu schalten wir zuerst das Gerät ein. Die blinkende Lampe hier zeigt euch an, dass sich der Vollautomat gerade aufheizt. Außerdem werden die Leitungen jetzt gleich mit heißem Wasser durchgespült. Nach knapp einer Minute könnt ihr dann das erste Getränk beziehen. Über diesen Drehknopf hier können wir die Kaffeestärke einstellen. Wie ihr seht, gibt es sehr viele Stufen. Wir haben rund 25 Stufen gezählt bzw. durch ein leichtes Klicken gespürt. Stellt ihr den Schalter ganz nach hier unten auf das Kaffeelöffel-Symbol, dann aktiviert ihr hier oben das Kaffeepulverfach. Je höher die Stufe, die ihr hier einstellt, desto mehr Kaffeebohnen werden gemahlen und desto intensiver wird auch euer Espresso oder Kaffee. Wir wählen jetzt mal ungefähr Stufe 20.
Über die 4 Tasten mit den Tastensymbolen könnt ihr euer Getränk auswählen. Links sind der einfache und der doppelte Espresso und hier rechts der einfache und der doppelte Kaffee. Ihr könnt also auch immer 2 Tassen gleichzeitig beziehen. Wir zeigen euch jetzt als erstes den einfachen Espresso. Während dem Mahlvorgang haben wir im Schnitt 71 Dezibel gemessen. Damit ist die Magnifica S genauso leise bzw. laut wie andere günstige Vollautomaten aus unserem Test. Jetzt bildet sich auch schon eine feine Crema. Die Crema ist hellbraun und sehr fein. Geschmacklich ist der Espresso schön intensiv und aromatisch. Für einen so günstigen Vollautomaten überraschend gut. Mit 67, 68 Grad hat der Espresso die optimale Temperatur. Wer es noch heißer mag, kann die Brühtemperatur auch höher stellen, indem ihr die Espresso-Taste 3 Sekunden gedrückt haltet, während der Vollautomat ausgeschaltet ist. Je mehr LEDs aufleuchten, desto höher ist die eingestellte Temperatur. Insgesamt gibt es 4 Stufen, die ihr hier über die Espresso-Taste einstellen könnt. Wenn alle 4 LEDs leuchten, ist die Temperatur auf der maximalen Stufe. Wenn nur 1 oder 2 Stufen leuchten, ist die Temperatur niedrig oder mittel und auf 3 oder 4 Stufen dann hoch. Wir würden euch Stufe 3 oder 4 empfehlen. Über die Taste mit den 2 Tassen aktiviert ihr den Doppelbezug. Dann erhaltet ihr 2 Espressi gleichzeitig. Dafür mahlt der Vollautomat dann deutlich länger und verwendet entsprechend mehr Kaffeebohnen. Der Espresso ist ab Werk übrigens auf 40 Milliliter eingestellt. Auf der rechten Seite habt ihr das gleiche dann nochmal für Kaffee. Eine Tasse und 2 Tassen im Doppelbezug. Eine Tasse Kaffee entspricht ungefähr 120 Millilitern. Ihr könnt die Getränkemenge aber auch frei anpassen. Wie das geht, zeigen wir euch jetzt mal beim Kaffee. Dafür halten wir die Kaffeetaste 3 Sekunden lang gedrückt. Der Vollautomat beginnt sofort mit der Zubereitung und gibt so lange Kaffee aus, bis wir wieder auf die Taste drücken. So, unsere Tasse ist fast voll. Daher drücken wir jetzt nochmal auf die Kaffeetaste, um den Bezug zu beenden. Genau diese Getränkemenge wird dann gespeichert. Ihr könnt natürlich auch die Menge eures Espressos anpassen. Dazu haltet ihr die Espresso-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Mit 73 Grad ist der Kaffee definitiv heiß genug. Wer es noch heißer möchte, kann die Temperatur auf Stufe 4 hochstellen. Die Crema ist schön dicht und haselnussbraun. Genau so sollte ein Kaffee aus dem Vollautomaten auch aussehen. Wenn wir das nächste Mal einen Kaffee beziehen, erhalten wir dann wieder genau diese Menge. Wir empfehlen euch, die Getränkemenge nicht zu hoch einzustellen, denn je mehr Wasser durch den Kaffeepuck gepresst wird, desto eher schmeckt euer Kaffee oder Espresso bitter. Geschmacklich ist der Kaffee aber mit 120 Millilitern richtig gut. Alternativ zum Kaffee könnt ihr euch auch einen Americano zubereiten. Dafür bezieht ihr erst rund 100 Milliliter Wasser und anschließend einen Espresso. Geschmacklich ähnelt der Americano dem klassischen Filterkaffee. Außerdem ist er durch die kürzere Extraktion des Kaffeepulvers besonders mild. Probiert ihn auf jeden Fall mal aus, es lohnt sich. Jetzt zeigen wir euch, wie ihr Getränke mit Milchschaum zubereiten könnt. Dazu nehmen wir kalte Milch aus dem Kühlschrank und füllen 100 Milliliter in unser Cappuccino-Glas. Denkt unbedingt daran, dass sich das Volumen der Milch beim Aufschäumen verdoppelt. Daher solltet ihr euer Glas höchstens zur Hälfte füllen. Um die Milch aufzuschäumen, aktivieren wir den Dampfknopf hier oben rechts. Hier seht ihr jetzt, dass sich das Gerät aufheizt. Wir drehen die Milchdüse schon mal nach außen, damit wir mit unserem Glas besser rankommen. Wenn diese Lampe hier aufhört zu blinken, ist der Vollautomat startklar. Jetzt tauchen wir die Düse ungefähr 1 cm in die Milch und drehen das Ventil auf. Nun wird die Milch mit heißem Wasserdampf erhitzt. Wie heiß der Milchschaum wird, habt ihr hier übrigens selbst in der Hand. Denn je länger ihr aufschäumt, desto heißer wird er. Ihr müsst hier nichts weiter machen, als 30 bis 40 Sekunden stillzuhalten.
Den Rest erledigt die Düse von allein. Wenn ihr ein leichtes Blubbern hört, solltet ihr das Ventil wieder schließen. Dann hat die Milch ungefähr 65 bis 70 Grad. Viel heißer sollte sie auch nicht werden, denn über 70 Grad kann sie schon leicht verbrannt schmecken. So, jetzt schließen wir das Ventil und drehen die Düse wieder nach innen. Als nächstes beziehen wir den Espresso. Dafür deaktivieren wir den Dampf und wählen den Espresso aus. Einfach immer wieder ein toller Anblick, wie der Espresso in die Milch strömt. Und eine feine Milchschaumhaube haben wir auch hinbekommen. Mit 71 Grad ist der Cappuccino schön heiß. Der Milchschaum ist, wie ihr es sehen könnt, wirklich gut geworden. Ziemlich gleichmäßig und noch relativ fein. Er haftet wunderbar am Löffel. So eine Konsistenz wünschen wir uns. Für einen der ersten Versuche wirklich gut. Und auch geschmacklich hat uns der Cappuccino definitiv überzeugt. Es ist zwar ein wenig mehr Aufwand als mit automatischem Milchsystem, dafür kann sich das Endergebnis aber wirklich sehen lassen. Jetzt schauen wir mal, wie gut der Latte Macchiato wird. Für den Latte Macchiato messen wir jetzt ca. 160 ml Milch ab. Dann haben wir das perfekte Verhältnis von Espresso zu Milch, nämlich 1 Teil Espresso auf 4 Teile Milch. Wir haben das Milchsystem vorgeheizt, tauchen jetzt die Düse knapp 1 cm in die Milch und öffnen das Ventil. Jetzt schäumen wir wieder so lange auf, bis wir ein leichtes Blubbern hören. Das dauert beim Latte Macchiato knapp 1 Minute, da wir hier mehr Milch verwenden als beim Cappuccino. So, wir schließen das Ventil und drehen die Düse wieder nach innen. Jetzt beziehen wir direkt noch einen Espresso. Oh wow, das kann sich wirklich sehen lassen. Hier seht ihr direkt die typischen 3 Schichten. Unten die heiße Milch, darüber der Espresso und ganz oben der feine Milchschaum. Aber messen wir erstmal die Temperatur. Wir haben hier 64 Grad. Falls euch das nicht heiß genug ist, schäumt ihr einfach noch ein paar Sekunden länger auf. Mit etwas Übung entwickelt ihr ein gutes Gefühl für die optimale Temperatur. Der Milchschaum ist wieder schön gleichmäßig und fein. Hier ist der Schaum sogar noch etwas cremiger als beim Cappuccino. Das liegt daran, dass der Milchschaum nicht ganz so heiß ist wie beim Cappuccino. Insgesamt auf jeden Fall ein sehr guter Latte Macchiato. Jetzt schauen wir uns noch an, wie leicht sich der Vollautomat reinigen lässt. Die Milchschaumdüse haben wir bereits mit einem feuchten Tuch abgewischt, damit die Milch nicht eintrocknet. Jetzt beziehen wir nochmal für 5 Sekunden heißes Wasser, um die Milchschaumdüse durchzuspülen. Anschließend ziehen wir die beiden Teile der Düse ab und reinigen sie nochmal gründlich mit warmem Wasser. Fertig. Wenn dieses Zeichen im Display aufleuchtet oder der rote Schwimmer hier nach oben steht, solltet ihr den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale ausleeren. Dafür zieht ihr sie einfach nach vorne heraus. Es passen bis zu 15 Pucks in den Kaffeesatzbehälter. Ihr könnt also 15 Getränke hintereinander beziehen. Die Pucks sind ordentlich gepresst und auch relativ trocken. Daher reicht es, wenn ihr den Behälter alle 3 Tage ausleert oder auch früher, falls er voll ist. Hier vorne unter dem Abtropfblech wird das Wasser der Spülvorgänge gesammelt. Das könnt ihr dann einfach ins Spülbecken kippen. Einmal pro Woche solltet ihr die Teile gründlich abspülen, in die Spülmaschine dürfen sie allerdings nicht. Hinter dem Wassertank findet ihr noch eine Serviceklappe. Dahinter befindet sich die Brühgruppe. Wenn der Vollautomat ausgeschaltet ist, könnt ihr sie einfach über die beiden roten Knöpfe entnehmen. Wie bei jeder Brühgruppe sind auch hier ein paar Kaffeereste zu finden. Das ist ganz normal. Daher solltet ihr die Brühgruppe einmal pro Woche mit warmem Wasser abspülen. Verwendet aber auf keinen Fall Spülmittel, sondern nur klares Wasser. Anschließend lasst ihr sie an der Luft trocknen und setzt sie dann wieder ein. Selbstverständlich hat das Gerät auch ein Entkalkungsprogramm. Wenn ihr allerdings einen Wasserfilter benutzt, müsst ihr es nur selten anwenden. Damit sind wir jetzt auch schon durch mit unserem Test der DeLonghi Magnifica S. Wir fassen euch die Vor- und Nachteile jetzt nochmal kurz zusammen.
Die Magnifica S bereitet euch Kaffee und Espresso auf Knopfdruck zu. Mit der integrierten Milchschaumdüse könnt ihr außerdem Milchschaum zubereiten. Dazu messt ihr die gewünschte Menge Milch ab und schäumt sie anschließend per Hand auf. Als nächstes bezieht ihr dann einen Espresso und fertig ist euer Cappuccino oder Latte Macchiato. Hier sind zwar ein paar mehr Handgriffe notwendig als bei einem Vollautomaten mit automatischem Milchsystem, dafür bietet euch die Milchschaumdüse aber viel Flexibilität. Denn ihr könnt über die Dauer des Aufschäums die Temperatur und Konsistenz des Milchschaums beeinflussen. Mit etwas Übung habt ihr hier schnell den Dreh raus. Außerdem sind die Geräte mit Milchschaumdüse günstiger und etwas pflegeleichter. Beim Geschmack kann die Magnifica S durchaus mit teureren Modellen mithalten. Wir konnten einen guten Espresso zubereiten und auch der Milchschaum konnte in unserem Test punkten. Er ist schön gleichmäßig und fein. In unserem Test erreichten alle Getränke die gewünschte Mindesttemperatur und das, obwohl wir die Temperatur noch nicht mal auf die höchste Stufe gestellt haben. Über eine Direktwahltaste ist bei Espresso und Kaffee auch ein Doppelbezug möglich. Den Mahlgrad könnt ihr in 13 Stufen anpassen. Sehr viel Spielraum habt ihr auch bei der Kaffeestärke. Diese könnt ihr sogar in 25 Stufen einstellen, von mild bis sehr stark. Bei der Getränkemenge habt ihr keine Stufen zur Auswahl. Ab Werk ist der Espresso auf 40 ml und der Kaffee auf 120 ml eingestellt. Diese Mengen könnt ihr allerdings umprogrammieren, indem ihr die jeweilige Taste 3 Sekunden gedrückt haltet. Bei einer großen Tasse Kaffee empfehlen wir euch lieber den Doppelbezug zu aktivieren, dann schmeckt euer Kaffee einfach aromatischer und weniger bitter. Das Gerät ist sehr übersichtlich gehalten und wirklich leicht zu bedienen. Wir haben hier allerdings kein modernes Touch-Display, sondern einfache Knöpfe. Das liegt daran, dass es sich bei der Magnifica S um ein etwas älteres Modell handelt. Es gehört schon seit Jahren zu den absoluten Bestsellern und das aus gutem Grund. Alles wirkt sehr durchdacht und solide verarbeitet. Das Bohnenfach und der Wassertank sind schön groß und gut zu erreichen. Und auch die Reinigung könnte nicht einfacher sein. Auf Knopfdruck reinigt sich die Milchschaumdüse mit heißem Wasser. Anschließend könnt ihr sie abnehmen und unter fließendem Wasser nochmal gründlich abspülen. Sobald der Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale voll sind, könnt ihr sie einfach nach vorne herausziehen, ausleeren und kurz per Hand abspülen. Die Brühgruppe solltet ihr einmal wöchentlich entnehmen und mit klarem Wasser abspülen. Die Magnifica S ist ganz klar eines der Top-Modelle mit Milchschaumdüse. Sie gehört zu Recht seit Jahren zu den absoluten Bestsellern bei Kaffeevollautomaten. Insgesamt bietet das Gerät ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist unsere Top-Empfehlung in der Kategorie der günstigen Vollautomaten. Das war unser Test der DeLonghi Magnifica S. Wir verlinken euch genau dieses Modell in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch einen Link zum Testbericht auf unserer Website. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt jetzt den Like-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Schreibt uns gerne einen Kommentar, was ihr von diesem Vollautomaten haltet oder welches Modell wir noch für euch testen sollen. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick von den Coffee Tasters.